Now, if you have a pen or pencil, paper, you might like to write down a couple of these web page addresses. Wenn ihr vielleicht ein Stück Papier und einen Stift habt, wollt ihr euch vielleicht hier zwei Webseiten aufschreiben, wo dort auch sehr gute Forschungsergebnisse zu finden sind. I hope they still work. Sometimes addresses change after a period of time. Ich hoffe, dass sie noch funktionieren, denn manchmal wechseln auch die Adressen bei den Webseiten. The first address is from Southwestern Adventist University. Die erste Adresse ist von der Southwestern Adventistischen Universität, Southwestern. They have established a center there called the Earth History Research Center. Sie haben dort ein Zentrum eingerichtet, das heißt Earth History Research, also Forschungszentrum der Erdgeschichte auf Deutsch. This was started by Dr. Art Chadwick, biology professor. I think he just retired, but he's still teaching there. Es gibt dort einen Biologieprofessor, Art Chadwick. Kann sein, dass er im Moment schon im Ruhestand ist, aber er unterrichtet dort noch und er hat dieses Zentrum gegründet. And there's a lot of good reports and information about creation research on that particular web page. Und auf dieser Webseite kann man eben sehr gute Informationen bekommen in Bezug auf Ergebnisse in der Schöpfungsforschung. And the second URL or web page address is from Geoscience Research Institute. Und die zweite Adresse, die wir hier haben, ist vom Geoscience Research Institute, also Forschungsinstitut für Geowissenschaften. And again, you'll find a number of publications, reports online. You can get good information about some of our research there. Und auch dort finden wir also sehr gute Links und Hinweise auf Veröffentlichungen und auf Forschungsergebnisse. And if the address doesn't work, you can always use Yahoo or Google or something like that and find them. Und wenn die Adresse nicht funktionieren sollte, könnt ihr natürlich auch einfach über Yahoo oder Google eine Suche machen. Okay, the first thing I would like to mention are some of the challenges that the creation position receives from science. Zunächst möchte ich auf einige der Herausforderungen eingehen, mit denen wir uns konfrontiert sehen in Bezug auf wissenschaftliche Ergebnisse, wenn es jetzt um die Schöpfung geht. The first is in the area of radiometric dating. Die erste Herausforderung ist im Bereich der radiometrischen Datierungsmethode. It's from radiometric dating that we get all the long ages that you hear about. Es ist also diese radiometrische Datierung, die zu diesen Ergebnissen kommt, dass die Erde eben so viele Jahrmillionen Jahre alt ist, von denen wir so oft hören. There's actually two types of radiometric dating. Tatsächlich gibt es zwei Arten von radiometrischer Messung. Most folks have heard about carbon-14 dating. Die meisten von euch haben wahrscheinlich schon von der C14-Methode gehört. However, that's not our biggest problem. Allerdings ist das nicht unser größtes Problem. C14 dating only is used to date formerly living things. Die C14-Methode wird nur benutzt formerly. Yeah, living. Things that are now dead. Yes. Ja, also wird benutzt, um eben sehr alte Sachen, Dinge, die schon abgestorben sind, tot sind, zu messen. And those dates only take us back to about 50,000 years before present. Und diese Datierungsmethode geht nur zurück bis ungefähr 50.000 vor Christus. And while 50,000 sounds a lot more than 6,000, compared to the millions of years, it's just a small amount of time. Natürlich ist 50.000 mehr als die 6.000 Jahre, an die wir glauben, aber im Vergleich zu den Jahrmillionen, von denen sonst die Rede ist das nur ein ganz kleiner Zeitraum. The more serious challenge comes from inorganic radiometric dating. Eine sehr viel ernstere Herausforderung haben wir im Bereich der anorganischen Datierungsmethode. And this dating method actually dates materials in the rock, not living things. Und dort werden nicht lebendige Organismen, also ehemals lebendige Organismen gemessen, sondern zum Beispiel Felsformationen. There are things such as potassium, Da werden also Dinge wie Kalium gemessen oder different elements that they use the ratios of to get these millions of years of also dates. bestimmte Mineralien, wo das Verhältnis zueinander, der Quotient gemessen wird und aufgrund dieses Quotientes wird die Länge der Zeit berechnet. Potassium argon is what I was starting to say. Also Kalium-Argon-Methode zum Beispiel. A second problem that we have Ein zweites Problem, mit dem wir konfrontiert sind, are certain stratigraphic relationships in the geologic column. sind ganz bestimmte stratigraphische Schichten in der geologischen Säule, also das Verhältnis von diesen Schichten zueinander. And we've discovered that some of the layers are so complicated it's difficult to explain them in any model.
Und wir haben herausgefunden, dass einige dieser Schichten so komplex sind, so kompliziert sind, dass es schwierig ist, egal welches Modell man jetzt anwendet, zu erklären, was dort eigentlich vor sich geht. Sometimes we see entire ecosystems in the geologic column that seem to not fit in with the flood. Manchmal sehen wir ganze geologische Ökosysteme in dieser geologischen Säule, die auch irgendwie nicht mit der Sintflut übereinzustimmen scheinen. A fourth challenge, a minor one for me, is the dates they get from ice core readings. Eine weitere Herausforderung, für mich ist das also eher ein kleineres Problem, sind diese Bohrkerne, die man aus dem Eis heraus bohrt. The dates for the ice cores take us back approximately 1 million years in time. Wenn man dort die Daten berechnet, dann wird man zurückgeführt bis ungefähr 1 Million Jahre vor unserer Zeitrechnung. But compared to inorganic radiometric dating, which takes us back hundreds of millions of years, 1 million years is again kind of small. Aber auch wenn wir das wieder vergleichen mit der anorganischen Datierungsmethode, wo wir wirklich Hunderte von Millionen Jahren zurückgeführt werden, ist ja die 1 Million immer noch relativ kurz. I mention these not because it dissuades me from believing in creation. Ich erwähne diese Dinge nicht, weil das Dinge sind, die mich davon abhalten, an eine junge Schöpfung zu glauben. But it's important for those Christians who are interested in creation evolution to understand the scientific challenges. Sondern es ist einfach wichtig für diejenigen, die sich gern befassen möchten mit diesem Thema Schöpfung, Evolution, dass man weiß, was im wissenschaftlichen Bereich die Herausforderungen sind, mit denen wir konfrontiert sind. And I believe it's important that as believers, when we discuss scientific issues, we need to understand them clearly. Und ich denke, dass es für uns als gläubige Menschen wichtig ist, wenn wir Diskussionen führen im wissenschaftlichen Bereich, dass wir die wissenschaftlichen Aspekte wirklich gut verstehen. Too many times we will give bad scientific arguments to the public, many of whom will know better than we do what the scientific problems are. Und häufig kommt es vor, dass wir auftreten und der Öffentlichkeit irgendwelche sehr schlechten, nicht gut recherchierten wissenschaftlichen Argumente präsentieren und diese Leute kennen die Wissenschaft viel besser und wissen, dass wir Unrecht haben. And if we're ignorant about the science, we make an appearance of ignorance about Christianity to the secular world. Und wenn wir eben so auftreten, dass wir ignorant sind in Bezug auf die Wissenschaft, dann ist das kein gutes Bild und das wirft ein schlechtes Bild auch darauf, wie viel wir eigentlich wissen im Bereich des Glaubens. People will ask if Seventh-day Adventist Christians are so stupid about science, why can we trust them about what they say about the Bible? Wir sagen also, wenn die Adventisten so dumm sind in Bezug auf die Wissenschaft, können wir ihnen dann vertrauen, was sie zu sagen haben in Bezug auf die Bibel? So if we want to engage in scientific arguments, we need to understand the science. Also wenn wir uns beteiligen wollen an wissenschaftlichen Argumentationen, an Diskussionen, dann müssen wir wirklich verstehen, worum es geht in der Wissenschaft. Now, in spite of these challenges, we have had some successes in our research. Obwohl wir hier gewisse Herausforderungen haben, haben wir auch wirklich Erfolge zu verzeichnen in unseren Forschungen. We've done some research on the Yellowstone fossil forest, for example. Wir haben zum Beispiel Forschungen angestellt über die Fossilienwälder in Yellowstone. Evolutionary science suggests that these forests took over 100,000 years to form. Und die evolutionären Wissenschaftler sagen, dass es also Hunderttausende von Jahren gedauert hat, dass diese Fossilienwälder dort gebildet wurden. Oh, 100.000 Jahre. And we have found some evidence that indicates that those forests could have been laid down in only a couple of years rather than 100,000 years. Aber es gibt Hinweise, die ziemlich deutlich machen, dass anstelle von 100.000 Jahren diese Formationen innerhalb von nur 2 Jahren sich gebildet haben können. We have done some research in Wyoming at the Green River Formation. Wir haben in Wyoming einige Forschungen angestellt an der Green River Formation. This was a fossil lake high up in the geologic column, full of fossil fish. Das war also ein Fossiliensee sozusagen ganz oben im oberen Bereich der geologischen Säule, der gefüllt ist mit Fischfossilien. Again, evolutionary theory suggested that this fossil lake took a tremendous amount of time to form. Und auch hier haben wir wieder die Ansicht der evolutionären Wissenschaftler, dass es enorme Zeit gebraucht hat, um diesen See mit diesen Fischfossilien zu füllen. I call it a fossil lake because there's no lake there today. It's out kind of in the desert, but we can see the leftover remains of the dried up lake.
Ich nenne das einen Fossiliensee, obwohl das ist ganz oben in der Wüste, da ist jetzt kein Wasser mehr, aber man kann sehen anhand der Residuen, die dort sind, dass es mal Wasser gewesen ist. But we have found evidence that that fossil lake did not form over a tremendous amount of time. Actually, much of it was formed catastrophically, rapidly. Und wir haben auch dort Hinweise gefunden, dass dieser See nicht über einen sehr langen Zeitraum geformt wurde, sondern es gibt deutliche Hinweise darauf, dass der See als Folge von einer Katastrophe entstanden ist. We've also studied things like uranium roll front deposits, a special type of uranium rock in the geologic column. Wir haben auch sogenannte Uran-Roll-Front-Lagerstätten untersucht. Das sind also ganz bestimmte Formationen, Felsformationen, die uranhaltig sind. Again, it's thought to have taken anywhere from 500,000 to 750,000 years to form one of these deposits. Also es wird behauptet, dass diese Ablagerungen so zwischen 500.000 und 750.000 Jahre gebraucht haben, um sich zu bilden. Research has indicated that under certain circumstances, these deposits can form in perhaps as little as 2 years. Aber es gibt Forschungsergebnisse, die zeigen, dass solche Ablagerungen sich tatsächlich in sehr kurzer Zeit, zum Beispiel nur in 2 Jahren, bilden können. We've also seen some phenomena in the stratigraphy, such as paraconformities. Wir haben auch innerhalb der geologischen Säule Formationen gesehen, wie zum Beispiel im Englischen nennt man es Parakonformitäten, im Deutschen sagt man Diskordanzen. And stratigraphic hiatuses, Und gaps. stratigraphische Lücken, die dort sind. And these indicate that there's an awful lot of time missing in the geologic column. Und diese Formationen zeigen an, dass es ganz riesige Zeitperioden gibt, die in dieser geologischen Säule einfach fehlen. Many millions of years of depositional activity are missing from parts of the geologic column. Das heißt, Millionen von Aktivität, what kind of activity? Depositional, the laying down of Also material. Aktivität, wo Ablagerungen hätten stattfinden müssen, die sind einfach nicht da, die fehlen. Some of our scholars have studied paleocurrents, the way water would flow in ancient times. Es gibt Forscher in unseren Reihen, die haben Paläoströmungen untersucht. Das sind also Untersuchungen darüber, wie die Ströme in alter Zeit verlaufen sind. Most rocks at one time were actually soft and laid down in water. Die meisten Felsen, die wir heute haben, waren irgendwann mal sehr weich und haben sich im Wasser abgelagert. And after the sediments lithify or turn into rock, we can still tell which direction the water was flowing when the sediments were soft. Und nachdem die Sedimente jetzt hart geworden sind und Felsen gebildet haben, können wir trotzdem anhand der Formation immer noch sehen, wie die Ströme damals geflossen sind, als die Sedimente weich waren. And the patterns we see indicate that most of the rocks around the world were laid down in a general single direction. Die meisten Muster, die wir erkennen können, die führen zu der Erkenntnis, dass weltweit die Ströme alle in einer ganz bestimmten Richtung geflossen sind. That would fit very nicely with a global flood model. Und das würde natürlich sehr, sehr gut passen zu einem Modell, was sich auf der weltweiten Sintflut basiert. There's also some philosophical arguments we have. Es gibt natürlich auch philosophische Argumente, die wir haben. The argument from design, the way biological systems are so well organized, speaks to the existence of a designer. Wenn wir uns das Design anschauen, wie gut die ganzen biologischen Systeme strukturiert sind, organisiert sind, dann spricht das sehr dafür, dass es einen Designer, einen Schöpfer gibt, der dahinter steht. Concepts like intelligent design and irreducible complexity have had quite a profound impact on the discussion of origins. Also ganz bestimmte Konzepte wie zum Beispiel das sogenannte Intelligent Design oder auch wenn es um die unreduzierbare Komplexität geht der Systeme, sind das Dinge, die sehr stark für ein Schöpfungsmodell sprechen. And in the areas of biology, molecular biology, the more we discover about that, the more complicated life seems to be. Dann Bereiche aus der Biologie, zum Beispiel die Molekularbiologie, zeigen uns, wie kompliziert eigentlich das ganze Leben ist. Je mehr die Forschung voranschreitet, desto mehr sehen wir, wie komplex und kompliziert eigentlich die Schöpfung ist. The idea that our biological systems formed randomly by chance seems less and less likely. Und die Vorstellung, dass sich diese ganzen Systeme, die Biologie einfach nur zufällig gebildet hat, wird immer weniger überhaupt wahrscheinlich. And we could mention other things like protein synthesis, gradualism, and so forth, all seem to support
a short age perspective rather than long evolution. Und wir könnten andere Dinge nennen wie Erkenntnisse aus der Proteinsynthese oder Gradualismus, Punktualismus. Das sind alles so Bereiche aus dieser Forschung, die ganz deutlich darauf hinweisen, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass die Dinge vor kurzem erst stattgefunden haben und nicht über lange Zeiträume. And there's a number of other features that we'll actually start looking at rather than discussing now. Und es gibt natürlich auch andere Bereiche, die wir jetzt nicht ansprechen wollen, die wir einfach nur hier auf der Folie haben. Okay, next, yeah. First thing we'll discuss for a few minutes, this will give you an indication of things our Adventist geologists have been observing in the field. Die nächsten Dinge, die wir jetzt diskutieren wollen, werfen ein Licht darauf, was adventistische Wissenschaftler im Bereich der Geologie hier gefunden haben. As you can see on the screen, we are looking at the concept of missing erosional features in the geologic column. Und wie ihr hier lesen könnt, geht es um fehlende Erosionsmerkmale in der geologischen Säule. All soil and rock on the earth basically had to be put there at one time. Alles, was wir auf der Erde finden, die Erde, die Felsen sind, mussten irgendwann mal dorthin gekommen sein. Usually the medium of laying down sediments is water. Das Medium, was normalerweise diese Sedimente dort ablagert, ist Wasser. Sometimes wind and gravity make deposits as well. Manchmal spielt auch der Wind eine Rolle oder einfach die Schwerkraft trägt dazu bei, dass diese Ablagerungen entstehen. And on this chart you can see what would normally be expected on the column A at the top, the picture A. Wenn wir uns einmal diese Grafik hier anschauen, die Zeile A, ist das, was man normalerweise erwarten würde. Did you say A or A plus A? Yeah, the top one. What you would expect? Yeah, this is what you would expect in normal deposition. Also wenn man eine normale Ablagerung hat, dann würde man das erwarten, was man hier in der Zeile A sieht. And you can see about 5 or 6 layers being laid down on top of each other, fairly flat and parallel on top of each other. Man sieht also, dass hier so 4, 5 Schichten übereinander sind und die sind ziemlich flach, also sie verlaufen parallel zueinander. After a period of time, it could be hundreds of thousands of years, maybe even millions of years. Nach einer gewissen Zeitperiode, sagen wir einige 100.000 Jahre oder auch Millionen von Jahren, those sediments start eroding away. fangen diese Sedimente an, weg zu erodieren. It can be caused by wind or rain. Und diese Erosion wird verursacht entweder durch Wind oder vielleicht auch Regen. And you can see how there's little valleys appearing in the sediments. Und man kann sehen, wie dort in diesen Sedimenten so kleine Täler entstehen. And then after more time, according to evolutionary theory, Und nach der Evolutionstheorie würde dann nach einem weiteren Ablauf von Zeit the valleys that you see in layer B, in picture B, are filled in again. werden diese Täler, die man dort auf der Zeile B sehen kann, wieder aufgefüllt durch neue Sedimente. And in the middle picture C, you can see how those valleys have been filled in by flat sediments again. Und das sieht man dann in der Zeile C, wo diese Täler, die durch Erosion entstanden waren, wieder aufgefüllt worden sind durch neue Sedimentablagerungen. And if the Earth is hundreds of millions of years old, as evolutionary geology says, Und wenn die Erde tatsächlich hunderte von Millionen Jahre alt wäre, wie die evolutionären Geologen sagen, you would expect that if you went to a place like the Grand Canyon dann würde man erwarten, wenn man zu einem Ort geht, wie zum Beispiel dem Grand Canyon, and you looked at the sides of the cliffs, und man sich dort die seitlichen Abhänge anschaut, what you should see would look like picture D, the fourth picture down. dass man erwarten würde, etwas zu sehen, wie wir hier in der Zeile D sehen können. You can see that there's many valleys that have been formed through the millions of years. Man kann erkennen, dass dort viele Täler im Verlauf der Hunderte von Millionen Jahre sich gebildet haben. They'd be filled in with more deposition. Und darauf haben sich andere Ablagerungen niedergelegt. Those new layers would be eroded again. Und diese neuen Schichten sind dann irgendwann auch wieder erodiert worden. They'd be filled in again. Und dann gab es wieder eine neue Auffüllung durch gerade Schichten. So that the stratigraphy of the Earth should look like picture D. So dass eigentlich die Stratigraphie der Erde so aussehen sollte, wie wir das hier in der Grafik D sehen. However, when you go to a place like the Grand Canyon and look at the cliffs, Wenn wir allerdings jetzt hinfahren in den Grand Canyon oder an einen anderen Ort und uns dort die Abhänge anschauen, what you see looks more like picture E at the bottom.
dann ist das, was wir dort sehen, eher das, was in der Grafik dargestellt wird. Ganz unten. This is a rather astonishing occurrence. Und das ist wirklich ein doch erstaunliches Ergebnis. If you fly in an airplane over the world today, like over Arizona, Wenn man heute mit einem Flugzeug über diesen Bereich fliegt, zum Beispiel über Arizona, the surface of the earth is very uneven with mountains and valleys. dann sehen wir dort, dass die Oberfläche der Erde dort sehr uneben ist. Wir haben Täler, wir haben Berge. And over millions of years, those mountains should erode down and fill in all the valleys. Und eigentlich müssten über die Jahrmillionen Jahre diese Berge wegerodiert sein und die Täler aufgefüllt haben. And yet when you go down into the crust of the earth and look for the ancient valleys, Aber wenn wir die Erdkruste untersuchen und Ausschau halten nach diesen uralten Tälern, that should have been forming over the millions of years, die eigentlich über diese Millionen von Jahren hätten geformt werden müssen, they're not there. dann sind sie einfach, sie existieren nicht. Instead, you just see what you see in picture E, just flat layers of rocks. Stattdessen sieht man nur das, was wir dort in Bild E sehen, nämlich flache Schichten von Felsen übereinander. So apparently the present is not the key to the past. Offensichtlich ist die Gegenwart hier nicht der Schlüssel für die Vergangenheit. And this would suggest that perhaps the rocks in the earth are not hundreds of millions of years old. Und das legt nahe, dass vielleicht die Felsen in der Erdkruste doch nicht hunderte von Millionen Jahre alt sind. Picture E is more what you would expect if the rocks had been formed recently in a global catastrophe. Das Bild E würde eher vorschlagen, dass es logischer ist, dass die Felsen in relativ kurzer Zeit, vor kurzer Zeit, durch eine Katastrophe entstanden sind. So we refer to this as the missing erosional features in the geologic column. Und das bezeichnen wir hier als die fehlenden Erosionsmerkmale in der geologischen Säule. And these pictures show the same process in a little bit more detail. Hier haben wir ein weiteres Bild, das den gleichen Vorgang in etwas detaillierterer Form zeigt. You can see the initial layers, according to evolutionary theory, being laid down in In A A. sehen wir also die ursprünglichen Schichten, die sich dort gebildet haben, glatt, gerade. You see the valleys forming in B. In B sehen wir, wie sich Täler gebildet haben durch die Erosion. This would take hundreds of thousands or millions of years. Angeblich hat das also Hunderttausende von Jahren und Millionen von Jahren gedauert. And then in C and D, you can see what would be expected next. Und in C und D sieht man dann, was eigentlich zu erwarten wäre, dass sich diese Täler wieder auffüllen. And in the last picture here, you see what actually exists. Und in der letzten Grafik sehen wir dann, wie die Realität tatsächlich aussieht. Okay, question. Die Frage heißt, wie beantwortet die evolutionäre Wissenschaft dieses Argument hier? To my knowledge, Dr. Ariel Rose looked into this. There is not a good answer for this. Say it again. There is not a good answer for this. Soviel ich weiß, haben Sie keine wirklich gute Antwort darauf. That'll be the next one there. I actually shared this. I mentioned a story yesterday about the geologist who was studying with us, who was not an Adventist Christian, and how he was discouraged. Yeah. Ich habe gestern ja erzählt die Geschichte von diesem Geologen, der mit uns zusammen studiert hat, der kein Adventist war und wie er doch zu der Erkenntnis kam, dass die Dinge wohl anders sein müssen. That was, I think, yesterday afternoon. Ich glaube, gestern Nachmittag hatte ich darüber gesprochen. And that was one of the evidences I shared with him. He was a geologist. Und das ist übrigens eins der Themen, eins der Beweise, über die ich gesprochen habe mit ihm. Er selbst war ja Geologe. And he said he didn't have an answer for this. In fact, he hadn't even really heard about it before. Und er hatte darauf keine Antwort. Tatsache hatte er überhaupt noch über dieses Problem nicht nachgedacht. Er hatte davon noch nicht gehört. Yeah. Now, a related problem is what we refer to as stratigraphic hiatuses. Ein damit verwandtes Problem ist das, was wir stratigraphische Lücken nennen. In an ideal picture of the geologic column, Bei einem Idealbild einer geologischen Säule you would expect to have those rocks going in a continuous sequence from 600 million years to the present. würde man erwarten, dass die Sequenz, die Reihenfolge der Schichten, natürlich die ältesten Schichten, 600 Millionen Jahre vor unserer Zeit, dann chronologisch aufwärts gehen würden. But in reality, you don't find complete sections of the geologic column anywhere on the surface of the earth. Aber in Realität findet man nirgendwo auf der Erde so eine perfekte, chronologisch aufgebaute geologische Säule. Instead, when we go to certain sections of the geologic column, we find rocks completely missing that should be there. Anstattdessen ist es so, wenn wir bestimmte Sektionen der geologischen Säule uns anschauen, dann gibt es Bereiche, wo Felsenformationen einfach total fehlen, obwohl sie eigentlich da sein müssten. And the interesting question is, if those rocks took millions of years to form, how come they disappeared and aren't there anymore?
Und die interessante Frage ist natürlich, wenn es Millionen von Jahren gedauert hat, dass diese Felsenformationen sich bilden, wie ist es möglich, dass sie plötzlich einfach überhaupt gar nicht mehr da sind? Okay, I haven't given the response yet to the question, but we'll go ahead and let you ask one. Ich habe die Frage noch nicht wirklich beantwortet, aber ich lasse dich noch eine neue Frage stellen. Ich bin mehrere Male in Arizona und Utah gewesen. Und ich hätte gern gewusst, was es auf sich hat mit den Formationen im Monument Valley, diese Bögen, die sich dort gebildet haben, die Türme, die Säulen, die dort sind, was es damit auf sich hat. Yeah, that's actually a different topic. It deals with geomorphology, the structures we see in the rocks. Also eigentlich ist das noch ein anderes Thema, da geht es um Geomorphologie, nämlich die Strukturen, die Formen, die wir in den Felsen sehen. The valley represents obviously a lot of deposition. Also in diesem Monument Valley kann man offensichtlich sehr viel Ablagerung sehen. And after that deposition, there was a tremendous amount of erosion. Und nachdem diese Ablagerungen stattgefunden haben, gab es eine massive Erosion, die dort stattgefunden hat. And a lot of the features we see in the Monument Valley area seem to be the result of massive water activity. Und es ist so, dass viele der Formationen, die wir dort im Monument Valley sehen können, auf die massive Einwirkung von Wasser zurückzuführen scheinen. And most flood geologists believe that could be the result of a great flood. Und die meisten Flutgeologen glauben, dass diese Formationen dort das Resultat von einer großen Flut sein könnten. Now coming back to our stratigraphic hiatuses. Also wir kommen hier zurück zu unseren stratigraphischen Lücken. You just mentioned, I think, Utah, Arizona, and so forth. Du hast eben von Utah und Arizona gesprochen. This is a picture of a river called Dead Horse Point. Is actually the location in Utah. Hier haben wir ein Bild von einem Fluss dort in Utah und dieser Punkt hier direkt an diesem Fluss heißt Dead Horse Point, also der Punkt des toten Pferdes übersetzt. If you can see the white arrow on the left. Schaut euch mal den Pfeil dort an, auf der linken Seite, den weißen Pfeil im oberen Bereich. It's pointing at a location where there are where rocks would be expected to be according to the evolutionary theory. Dieser Pfeil zeigt auf einen Bereich, wo eigentlich entsprechend der Evolutionstheorie ganz bestimmte Felsformationen anwesend sein sollten. And they're just missing. Und diese Felsen sind einfach schlicht nicht da. The arrow on the right represents another gap. Also beim ersten Pfeil, das ist eine Lücke von 10 Millionen Jahren und dann haben wir einen zweiten Pfeil auf der rechten Seite, wo auch eine Lücke angezeigt And wird. there's 20 million years worth of rock missing. Und an dieser Stelle fehlen einfach so 20 Millionen Jahre Felsformationen. Sections of the geologic column that are supposed to be there are just gone. Also ein bestimmter Bereich der geologischen Säule, der eigentlich dort präsent sein müsste, ist einfach nicht vorhanden. Now, what would an evolutionist say about, where did the rocks go? Was würde ein evolutionistischer Wissenschaftler jetzt sagen, wo sind die Felsen geblieben? Well, the logical answer is, well, they must have eroded away. Die logische Antwort wäre, ja, sie müssen wohl irgendwie wegerodiert worden sein. The problem is, if the rocks had eroded away, you saw in the earlier pictures, what would the erosion cause to the soft rocks underneath? Das Problem ist, wenn dort wirklich so eine massive Erosion stattgefunden hat, wie müsste denn eigentlich die darunterliegende Schicht aussehen? Denn normalerweise bewirkt Erosion ja diese Tal- und Bergformation. There should be evidence of the erosion. There should be valleys and gouging of the lower rocks. Also es müssten Hinweise da sein auf diese Erosion. Es müsste eben diese Berg- und Talform da sein. Instead, the lower rocks are completely flat. Stattdessen sind die darunterliegenden Felsen total flach. In essence, it would be sort of like this. You would have a lower layer of rocks, we'll call them layer A. Die Antwort wäre entsprechend folgender Beschreibung. Wir haben eine untere Schicht von Felsen, also die Schicht A, sagen wir mal. On top of layer A would be another layer called B. Darauf haben wir eine weitere Schicht, die Schicht B. And then above that should be a layer of rocks called C. Und darüber hätten wir eine weitere Schicht an Felsen, die nennen wir Schicht C. And what's happened is that layer B has just disappeared, gone. Und was da eigentlich geschieht, ist, dass die Schicht B einfach weg ist, fehlt. And layer C is lying directly on top of layer A with B missing. Und die Schicht C liegt direkt auf Schicht A und B ist nicht da.
And where did B go? It didn't leave any evidence of how it disappeared. Und wohin ist B verschwunden? Es sind absolut keine Hinweise darauf, warum sie nicht da ist, wohin sie verschwunden ist. Geologists recognize this problem, and it's a serious problem for them. Die Geologen erkennen sehr wohl dieses Problem und es ist wirklich ein ernsthaftes Problem für sie. I'll give some quotes in just a moment, Ich werde euch gleich noch einige Zitate geben. but we'll look at a few other quick examples. Wir wollen euch hier einige andere Beispiele zeigen. This is a photograph from a textbook about the Grand Canyon. Hier haben wir eine Fotografie aus einem Lehrbuch über den Grand Canyon. In Arizona, yeah. And you can see the red arrow pointing on the right-hand side of the photo. Und ihr seht dort den roten Pfeil an der rechten Seite. It's pointing at a place where there's 100 million years of rocks missing from the Grand Canyon. Und dieser Pfeil zeigt auf eine Stelle, wo vom Grand Canyon so einfach mal eben 100 Millionen Jahre Felsformationen fehlen. That's a lot of time missing. If you have the major fossil bearing part of the column is 550 million years, 100 million years has disappeared. Das ist eine ganze Menge Zeit, wenn man sich überlegt, dass die geologische Säule ungefähr 550 Millionen Jahre umfasst. Da sind 100 Millionen Jahre sehr viel, was dort einfach so fehlt. Here's some quotes. This is from a few years ago, but the understanding hasn't changed to my Hier understanding. haben wir einige Zitate in Englisch, die sind schon ein paar Jahre alt, aber da hat sich nicht viel verändert. This is a geologist named Norman Newell. Wir haben hier einen Geologen namens Norman Newell. And this will be fun for you to translate. He says this search for present-day analogs or examples of paraconformities in limestone sequences is complicated by the fact that most present configurations are strikingly unlike those that must have prevailed in ancient times. See if you can- Wenn wir nach heutigen Analogien der Parakonformitäten oder Diskordanzen, sagt man im Deutschen, in den Kalksteinsequenzen suchen, dann ist es kompliziert oder komplex durch die Tatsache, dass die meisten gegenwärtigen Konfigurationen wie die Topographie, die Chemie, die Zirkulation, das Klima doch erstaunlich anders sind als diejenigen, die während der alten Zeiten geherrscht haben müssen, also Paläozoikum, Mesozoikum und so weiter. The evolutionist is basically saying that in ancient times, millions of years ago, there must have been a big sea that covered the area. Das, was hier der Geologe sagt, ist, dass in alten Zeiten die geografischen Gegebenheiten völlig anders gewesen sein müssen. Hier muss also ein riesiger See gewesen sein. But the area was incredibly flat. Aber der Bereich war unglaublich flach. And he's wondering why there isn't erosion in those soft lower layers. That would be layer A we talked about. Und er wundert sich, warum es eben diese Erosion nicht gegeben hat in dieser Schicht A, von der wir eben gesprochen haben. Here's a more specific quote. Und hier haben wir noch ein spezifisches Zitat. The same author, he says, the origin of paraconformities, where they came from, is uncertain. How did they form is uncertain. And I certainly do not have a simple solution to Der this problem. gleiche Autor, der Geologe, sagt hier, die Herkunft dieser Diskordanzen ist unsicher und ich habe mit Sicherheit keine einfache Lösung für dieses Problem. Another phenomena that geologists who are creationists have observed is the phenomenon of turbidity currents. Ein anderes Phänomen, was von Kreationisten beobachtet wurde, sind die sogenannten Turbiditen oder Turbiditenströme. A turbidity current is where you have an underwater mudslide under the sea. Turbidite spricht von einem Unterwasser-Schlammlawine sozusagen. It gives a good example of how sediment works underwater conditions. Und diese Turbiditen gibt es heute auch noch und sie geben uns ein gutes Beispiel dafür, wie so eine Sedimentenablagerung unter Wasser abläuft. A good example of this occurred in 1929 off the shore of Canada, Nova Scotia. Ein sehr gutes Beispiel für das, was dort vor sich geht, hatten wir im Jahre 1929 vor der Küste von Kanada. It's called the Grand Banks earthquake. Und zwar war dort ein Erdbeben, das Grand Banks Erdbeben. The Grand Banks is an area where there's a great underwater shelf just off the coast. It goes down deep into the water. Und zwar ist der Bereich dort Grand Banks eine Stelle, wo unter Wasser ein ganz starker Abfall ist, also eine steile Stelle. Mud slid off the continental shelf. Again, this is all underwater. Some mud fell off the underwater cliff and started roaring down the side of the cliff.
Und das Ganze findet also unter Wasser statt und da war eine große Menge an Schlamm, die einfach von dieser Klippe, von diesem Abhang runtergerutscht ist, von dem Kontinentalsockel. Yeah, sort of like a snow avalanche in the mountains Ja, also here. ähnlich wie eine Schneelawine in den Bergen, müsst ihr euch das vorstellen. The mud slid for 500 miles. That would be even more kilometers. Ja, 800. You have Und it, der Schlamm, der ist also sehr weit gerutscht dort unter Wasser und zwar eine Strecke von ungefähr 800 Kilometern. And it traveled at a speed of 50 miles an hour under the water. Mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometer pro Stunde, also rutscht der Schlamm da unter Wasser lang. It so happened that between Canada and the United States there were 13 transatlantic cables that would connect with England for communications. Wie der Zufall es wollte, gab es dort zwischen Kanada und USA und England auf der anderen Seite 13 Unterwasserkabel, die also Telefonkabel und so weiter waren. And they could get the speed of the movement of the underwater mud because it broke these cables at certain times. Man konnte sehr schnell, sehr gut berechnen, wie hoch die Geschwindigkeit dieser Schlammlawine war, weil nämlich die Kabel zerbrochen sind und man wusste genau, zu welchem Zeitpunkt jedes Kabel zerbrochen ist und konnte dadurch die Geschwindigkeit berechnen. The resulting deposit of mud covered an area of 100,000 square miles, and you have it in kilometers. Yeah. Und der Schlamm hat dann einen Bereich bedeckt unter Wasser, der eine Fläche von 260.000 Kilometer ausmachte. And the entire area of 100,000 miles was covered in a sediment uniformly at about 1 meter. Und diese gesamte Fläche von 260.000 Kilometer war bedeckt von einer Schicht, überall ungefähr gleich dick, die ungefähr 60 bis 90 Zentimeter dick war. This actually shows an underwater a map of what the area looks like. It's up in the north. I don't have a pointer, but the mudslide went from north to south into the ocean. The blue is all underwater. Also das ist hier eine Karte unter Wasser. Oben ist Norden, aber diese Schlammlawine, die dort stattgefunden hat, ist so ungefähr von oben, also von Norden weiter in Süden, dort im mittleren Bereich geschehen. And you can see there's a great cliff right next to the green. The water is fairly shallow, and then it drops off very deeply into the deep abyss, the deep ocean. Ihr könnt also sehen, auf der linken Seite ist so ein grüner Bereich. Dort ist das Wasser relativ flach und dann gibt es plötzlich so eine Klippe, also so ein Abfall. The next picture actually shows how the mud will flow down a underwater cliff. Und im nächsten Bild kann man sehen, wie das zum Beispiel aussieht, wie so ein Schlamm dort von dieser Klippe abstürzt. The picture on the right actually, I think, gives an example of the Grand Banks earthquake. You can see how the mud comes down and it was breaking these cables. They know how fast. Auf der rechten Seite, glaube ich, sehen wir direkt ein Bild von diesem Erdbeben Grand Banks, wie der Schlamm dort herunterkommt und die einzelnen Kabel zerreißt. And there's even a photograph that somebody's able to take once of a small underwater mudslide. Und wir haben dort links sogar eine Fotografie, wo jemand in der Lage war, mal eine kleine Schlammlawine, die dort entstanden ist, unter Wasser zu fotografieren. This next picture actually, this was a special tank constructed to show how the mud will flow under the water. Im nächsten Bild sehen wir ein Becken, was speziell konstruiert wurde, um mal zu zeigen, wie so bei einer Turbidite der Schlamm unter Wasser sich verhält. The mud will kind of flow in a circular pattern as it's going down, sort of like snow. Also der Schlamm fließt in einem ganz bestimmten Muster runter, also ähnlich wie Schnee sich dort verhalten würde, kreisförmig quasi. Next picture just shows another illustration. Hier haben wir eine weitere Illustration von so einer Turbidite. And then the next picture actually shows a cross section of a turbidity current. Und im nächsten Bild sehen wir einen Querschnitt durch so eine Turbidite. When the mud settles out on the ocean floor, the sediments, the particles are graded from small to big. Also wenn sich der Schlamm dort am Meeresboden niederlässt, dann kann man sehen, dass die Größe der Partikel genau geordnet ist. Nämlich unten sind die größten Partikel und bis oben zu den kleinsten Partikeln, die ganz oben liegen. Now the interesting thing about these underwater turbidity currents,
is that geologists started looking on rocks on land to see if they looked similar to these underwater mudslides. Das Interessante ist jetzt, wenn man diese Turbiditenströme anschaut, ist, dass die Geologen sich angeschaut haben, wie denn die Felsformationen an Land sind, ob es da Ähnlichkeiten gibt in der Sequenz, in der Formation mit diesen Turbiditenströmen unter Wasser. And over the last 30 to 35 years, they've discovered that a significant amount of the rocks on the crust of the earth on dry land were actually once underwater like this. Und man hat in den letzten 30 bis 35 Jahren festgestellt, dass ein ganz erheblicher Anteil der Felsen, die auf dem trockenen Land sind, ursprünglich mal genau das Resultat von solchen Turbiditenströmen waren, die unter Wasser stattgefunden haben. So in short, a significant percentage of the rocks on the earth were formed underwater. Also mit anderen Worten, ein ganz erheblicher Teil der Felsen, die wir heute auf der Erde haben, sind unter Wasser gebildet worden. This fits nicely into a global flood model. Und das passt natürlich ganz wunderbar in ein Modell, das von einer weltweiten Flut ausgeht. And then quickly some pictures of some actual turbidity currents. This is one that they discovered in New Zealand, this entire mountain. Hier einige Bilder, um mal zu zeigen, wie solche Turbiditen aussehen. Hier haben wir einen ganzen Berg in Neuseeland, der eine Turbidite darstellt. All laid underwater. Alles unter Wasser ursprünglich mal abgelagert worden. Here's a whole series of turbidity flows or currents in Texas. Hier haben wir eine Formation in Texas, wo eine ganze Reihe von Turbiditen nacheinander abgelaufen sind. What's interesting about this is each of those layers you see, they're going the wrong direction up and down, but each one is a turbidity current. Das Interessante hier an dieser Formation ist, dass sie in die falsche Richtung gehen. Sie gehen von oben nach unten, aber jeder einzelne dieser Streifen stellt einen Turbiditenstrom dar. So originally those layers were laid horizontally, going the other direction. Also normalerweise würde man ja erwarten, dass diese Turbiditenablagerungen, diese Ströme horizontal verlaufen. And after the water laid down all those sediments, the entire mountain, so to speak, was turned on its side. Und nachdem also das Wasser diese ganzen Sedimente abgelagert hat, die ja horizontal verlaufen sind, muss also auf irgendeine Art und Weise der Berg einfach senkrecht gestellt worden sein, hochgekippt worden sein. So there's certainly a lot of geologic activity, and both evolutionists and creationists have to accommodate this into their understandings. Das heißt, sind enorme Aktivitäten gewesen und nicht nur die Evolutionisten müssen versuchen, das in ihr Modell einzubauen, sondern auch die Kreationisten müssen versuchen zu verstehen, was hier eigentlich vorgegangen ist. A related phenomena is the presence of widespread deposits on the continents of the world. Ein damit verwandtes Phänomen ist, dass wir auf den Kontinenten Ablagerungen finden, die riesig sind, ganz großflächige Ablagerungen über Hunderttausende von Quadratkilometern. Just like we saw with the turbidity currents, there are widespread continental deposits covering areas of hundreds of thousands of square miles. Also genauso wie wir es bei den Turbiditen gesehen haben, die eine sehr große Fläche bedeckt haben, haben wir das gleiche Phänomen auf den Kontinenten, wo eben diese großen Flächen, 100.000 von Quadratkilometern bedeckt werden. All geologists, even evolutionary geologists, acknowledge that this requires a tremendous amount of energy to spread out all of that sediment. Und alle Wissenschaftler, auch die Evolutionisten, müssen anerkennen, dass das enorme Mengen an Energie erfordert, um solche riesengroßen, großflächigen Ablagerungen zu schaffen. And the only source for that energy, or the most logical source, would be water. Und die wahrscheinlichste oder die logischste Energiequelle für solche Ablagerungen wäre Wasser. Here is a picture from the middle of the United States. Hier finden wir ein Bild von der Mitte der Vereinigten Staaten. The brown area on the picture represents a geologic formation called the Morrison Formation. Und der braune Bereich da in der Mitte repräsentiert eine geologische Formation, die wir die Morrison-Formation nennen. You can see it covers areas of at least 8 states in the United States, so it's a big area. Man kann sehen, dass es wirklich ein sehr großer Bereich ist, denn hier werden mindestens 8 Staaten mit einbezogen in diese Formation. It covers again hundreds of thousands of square miles. Auch hier haben wir wieder eine Fläche von mehreren 100.000 Quadratkilometern, die bedeckt wird. It's interesting that in the Morrison Formation, this is where a lot of the famous dinosaurs from the United States are discovered. Es ist interessant, dass gerade in diesem Bereich der Morrison-Formation viele der Dinosaurier, die in den Vereinigten Staaten entdeckt wurden, hier gefunden werden. Next picture. This is another formation that's also very large called the Dakota Formation. Hier haben wir eine andere Formation, die auch sehr großflächig ist,
die Dakota-Formation. Dakotas refers to some of the states in America, North and South Dakota, and an Indian tribe. That's where the name Dakota comes from. Der Name Dakota bezieht sich sowohl auf zwei Staaten, Norddakota und Süddakota, aber auch auf den Namen eines Indianerstammes, der dort wohnt. And again, the dark area shows you what a large area of the United States is covered by this one single deposit. Und wir können sehen, dass durch dieser dunkle Bereich ist also diese Formation, dass dort ein großer Bereich der USA, also mehrere Staaten, abgedeckt werden dadurch. An interesting feature of these large deposits that I just showed is that there is a lack of ecosystems in the sediment. Und ein interessantes Merkmal dieser Formation, die ich euch gerade gezeigt habe, ist, dass dort komplette Ökosysteme in diesen Ablagerungen einfach fehlen. Strangely, they find lots of dinosaur fossils. These are animals that were living and were buried in these sediments. Man findet also seltsamerweise ganz viele Tiere dort, zum Beispiel Dinosaurier, die dort in dieser Formation begraben sind. But there's no corresponding vegetation. That's what we mean by ecosystems, where you have plants and animals living together. Und das Interessante ist, dass die Vegetation, also die entsprechenden Pflanzen, die dazugehören müssten, einfach fehlen. Denn ein Ökosystem besteht ja aus Tieren und Pflanzen, die irgendwie zusammengehören. That would be a very strange situation to have all these dinosaurs living on the planet and there's no plants or trees next to them. Denn es ist ja wirklich sehr seltsam, dass da alle diese Dinosaurier auf der Erde gelebt haben sollen und es gab absolut keine Pflanzen und Bäume zur gleichen Zeit. This photograph shows an example of some vegetarian dinosaurs. Not all dinosaurs ate meat. Und hier auf dem Bild haben wir ein Beispiel von ganz bestimmten Dinosauriern, die als Vegetarier gelebt haben. Also nicht alle Dinosaurier waren Fleischfresser. There were some Adventist dinosaurs. Sondern es gab auch einige adventistische Dinosaurier. Some of these dinosaurs require a tremendous amount of vegetation to survive. Und einige dieser Dinosaurierarten brauchen erhebliche Mengen an Pflanzennahrung, um zu überleben. At the bottom line says an Apatosaurus dinosaur would consume 3.5 tons of green fodder vegetation every day. 3.5 tons. Wir haben dort unten zum Beispiel den Apatosaurus-Dinosaurier und er bräuchte, um zu überleben, täglich 3,5 Tonnen grünes Futter. That'd be the equivalent of about 4 or 5 German cars. 4 or 5 German, German cars. Also wenn man einfach nur das Gewicht anschaut, dann sind das ungefähr 3 bis 4 deutsche Autos. 3,5 Tonnen. The geologist T.E. White writes the following. It's on the same slide here. Although the Morrison Plain was an area of reasonably rapid accumulation of sediment, identifiable plant fossils are practically non-existent. Wir haben hier das Zitat eines Geologen T.E. White und er sagt, obwohl die Morrison-Ebene ein Bereich war, der relativ schnell sich angesammelt hat, das Sediment, können wir dort keine Pflanzenfossilien entdecken. Sie sind praktisch nicht existent. And then another quote from another geologist. Hier haben wir ein weiteres Zitat von einem anderen Geologen. This geologist writes, the abundance of an unambiguous herbivore like Protoceratops and a rich trace fossil fauna, animal fauna, reflect a region of high productivity. The absence of evidence of well-developed plant colonization is therefore anomalous and baffling. Er schreibt hier, dass die Fülle von eindeutig pflanzenfressenden Tieren, also zum Beispiel der Protoceratops, und eine reiche Spuren von Tierfossilien, also Hinweise auf Tierfossilien, zum Beispiel bestimmte kleine Kanäle, die von Insekten gemacht worden sind, reflektieren eine Region von hoher Produktivität, aber das Fehlen von Hinweisen auf eine gut entwickelte Pflanzenbesiedlung ist deswegen unnormal und wirklich verwirrend. It's fun to listen to my medical friend talk about geological terms. Was Spaß, hier meinen Medizinerfreund über geologische Sachen zu reden zu hören. Now the interesting thing is, while there's no plants in the dinosaur layers, das Interessante ist, dass in diesen Schichten, wo die Dinosaurier sind, es keine Pflanzenhinweise gibt. there are lots of plant fossils in other layers. I think they're above, if I'm not mistaken, above the dinosaur layers. Lots of plants in a different geologic layer. Also in der einen Schicht sind nur die Dinosaurier, keine Pflanzen. Erstaunlicherweise sind zum Beispiel in der Schicht darüber ganz, ganz viele Pflanzen.
And these would be the kinds of plants that the dinosaurs would like to eat. Und das sind genau die Sorte von Pflanzen, die normalerweise die Dinosaurier fressen. But the geologists date those plant layers millions of years at a different time. Aber die Geologen datieren diese Pflanzenschichten in eine Zeit, die Millionen Jahre später. So you have the strange situation of the dinosaurs being separated from their food by millions of years. Wir haben also hier die wirklich seltsame Situation, dass die Dinosaurier durch Millionen von Jahren getrennt sind von ihrer Nahrung, die sie normalerweise fressen. I actually think the plants may be low, but it doesn't matter. Also ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht sind die Pflanzen auch in der Schicht darunter, aber es spielt letzten Endes keine Rolle. Yeah, what probably is more logical is that the plants were laid down first, or at least they were laid down in a separate event in the flood, and then the dinosaurs were laid down, or vice versa. Was viel logischer wäre, ist das Ganze so zu erklären, dass die Pflanzen zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Flut dort abgelagert wurden und dann in einem weiteren Ereignis während der Flut die Dinosaurier abgelagert wurden, beziehungsweise eventuell die Pflanzen nach den Dinosauriern. So the complete ecosystem can be seen if you don't separate the layers from each other by millions of years. Sodass man durchaus also hier ein vollständiges Ökosystem sehen kann, nämlich Pflanzen und Tiere zusammen, wenn man nicht diese Schichten künstlich durch hunderte von Milliarden Jahren trennt, sondern sie als eine Einheit sieht. Okay, the next area of research is what we Der call nächste Forschungsbereich ist das, was wir paleocurrent research. Forschung im Bereich der Paläoströme nennen. These are the directions that the sediments were flowing when they were still soft. Man kann hier sehen, in welche Richtung die Sedimente, als sie noch weich waren, geflossen sind. This research was done by Dr. Art Chadwick, Adventist at Southwestern Adventist University. Diese Forschung wurde betrieben von Dr. Art Chadwick. Er ist ein Adventist an der Southwestern University. And here's the basic concept. Und das grundlegende Konzept hierzu ist folgendes. According to evolutionary geology, nach der evolutionären Geologie, sediments, when they would be laid down, could be going in any one of 360 degrees. Dann könnten die Sedimente, die sich dort ablagern, theoretisch in jede der Richtungen eines 360-Grad-Kreises gehen, also in sämtliche Richtungen. Sediments are usually laid down in lower areas like valleys. Normalerweise lagern sich die Sedimente in irgendwelchen tiefer liegenden Gegenden, so in irgendwelchen Tälern ab. And evolutionists assume that on the surface of the ancient earth there were lots of little valleys all over the place. Und die Geologen nehmen an, dass auf der alten Erde die Oberfläche so war, dass es sehr viele Täler überall gab. And as the millions of years would progress, the hillsides would erode mud down into these valleys in any direction they happened to be in, wherever the rain was coming from. Und sie stellen sich dann vor, dass im Verlauf der vielen Millionen Jahre die Erhebung, die Hügel, die dort waren, durch Bewegungen von Schlamm, der also durch Regen oder irgendwelche anderen Einwirkungen entstanden ist, dass der Schlamm eben sich dann runtergerutscht ist von den Bergen und sich in den Tälern abgelagert hat. Now, when geologists study the rocks, wenn Geologen diese Felsformationen studieren, they always record what direction the rock was flowing when it was soft. Dann berichten sie immer genau, in welche Richtung dieser Schlamm, also dieses Sediment, diese Felsen, als sie noch weich waren, geflossen sind. And they would expect that a certain percentage would be coming from the north. Und sie erwarten dann natürlich rein theoretisch, dass ein bestimmter Prozentsatz vom Norden herkommt. A similar percentage would be flowing in from the south. Und eine ähnliche Prozentzahl an Strömen kommt aus dem Süden. And again, a similar percentage would be coming from the west. Und natürlich ein ähnlicher Prozentsatz, vergleichbarer Prozentsatz aus dem Westen. As well as the east. Genauso wie aus dem Osten. But what Dr. Chadwick found when he started going through all the geological reports. Aber Dr. Chadwick hat dann Folgendes gemacht. Er hat sich die ganzen geologischen Berichte angeschaut. And he literally studied thousands and thousands of geological reports. Und er hat wirklich buchstäblich über Tausende von diesen geologischen Berichten studiert. He discovered that the flows reported by the various geologists were generally all going the same direction in any given geological period. Und hat dann festgestellt, dass in allen Berichten der Geologen, egal um welche geologische Zeit es ging, diese Ströme alle in einer Richtung geflossen sind. This seemed to suggest that deposition was not on a local basis in little valleys. Und das legt nahe, dass diese Ablagerungen nicht irgendwo in einem lokal begrenzten Bereich stattgefunden haben, in irgendeinem kleinen Tal. Rather, the sediments were being laid down on a continental-wide basis, clear across entire continents. Sondern dass diese Sedimente eher auf kontinentaler Ebene, also
über einen ganzen Kontinent hinweg von einer Seite zur anderen abgelagert wurde. Again, this fits a global flood model very nicely, Und auch diese Erkenntnis passt sehr viel besser wieder in das Modell einer globalen Flut. but it doesn't fit the typical geological evolutionary model. Aber es passt überhaupt nicht in das Modell einer typischen evolutionären Erklärung. Dr. Chadwick has shared this discovery with evolutionary geologists at professional meetings. Und auf Expertentreffen hat Dr. Chadwick dann den Evolutionisten seine Erkenntnisse vorgetragen. And they were surprised. They had not realized that this was happening. Und sie waren darüber sehr überrascht. Es war ihnen gar nicht klar, dass die Fakten so lagen. They were so focused on what they assumed was going on in the ancient past. Sie waren so konzentriert auf das, was sie annahmen, was tatsächlich im Altertum passiert ist. And that deposition was happening only on a local basis. Und dass diese Ablagerungen tatsächlich nur im lokal begrenzten Bereich stattfanden. They never thought about looking at the depositional direction on a continental-wide basis. Sie hatten niemals auch nur ins Auge gefasst, sich die Ablagerungen mal von der Perspektive des ganzen Kontinents anzuschauen. Which goes to show you that sometimes being a Christian can help you think outside the box. Und das zeigt, dass wenn wir als Christen diese Sache anpacken, wir manchmal doch in der Lage sind, etwas außerhalb der Box zu denken. Sometimes evolutionists don't recognize or see the evidence because they're not looking for it. Manchmal ist es so, dass die Evolutionisten die Beweise nicht sehen, weil sie gar nicht danach Ausschau halten. Whereas a scientist who has a Christian perspective Während ein Wissenschaftler, der eine christliche Blickrichtung hat, not only looks at the evolutionary perspective, we have to when we go to university, sich nicht nur den evolutionären Blickwinkel anschaut, das müssen wir ja, wenn wir die Universität besuchen, but our belief in the possible existence of God and the supernatural intervention into science aber unser Glaube an die Existenz eines Gottes und the supernatural intervention into und the natural world. den übernatürlichen Eingriff eines Gottes in unsere Welt It allows us to think of other possibilities. Ermöglicht uns, dass wir die Dinge von einem anderen Blickwinkel betrachten und andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. If you'd like to see more about the research on paleocurrents, you can look at these web pages. Also wenn ihr noch mehr wissen wollt über dieses Thema der Paläoströme, könnt ihr euch also folgende Webseiten hier notieren. And again, if the web page has changed, you can just Google Southwest Adventist University and paleocurrents and you'll find it. Und auch hier, wenn die Webseite sich verändert haben sollte, braucht ihr einfach nur googeln nach Southwestern Adventist University und ihr findet diese Sachen. Next. Another area of interesting research. You can see there's a lot going on. Ihr seht hier, dass also wirklich eine ganze Menge im Bereich der Geologie passiert. Hier haben wir einen weiteren Forschungsbereich, This concerns the phenomena of uranium roll-front deposits wo es in the um die rocks. sogenannte Rollfrontablagerung I think geht. most of you have heard of uranium, right? Ich denke, die meisten von euch haben schon mal etwas von Uran gehört. Unfortunately, it's often used in weaponry, Leider wird Uran sehr häufig für Waffenproduktion benutzt. but it also has some medical uses and it can be used in a positive way sometimes too. Aber natürlich kann Uran auch in positiver Weise angewandt werden, zum Beispiel im medizinischen Bereich. It's very valuable stuff, Es ist ein sehr teures Zeug, and the location of these deposits is often a guarded secret. und sehr wertvoll, und die Stellen, wo Uran gefunden wird, werden oft geheim gehalten. These uranium roll-front deposits are typically found in the middle of the geologic column in what we call Mesozoic rocks. Diese Uran-Rollfrontablagerungen werden typischerweise im mittleren Bereich der geologischen Säule gefunden, in der Zeit, die das Mesozoikum genannt wird. They're assumed to take about 750,000 years to form. That's 750,000 years. Yeah. Man geht davon aus, dass die Bildung ungefähr 3/4 einer Million Jahre dauert, also 750.000 Jahre. The next picture actually shows a cross-section of what one of these deposits looks like. Und wir haben hier in diesem Bild die Grafik eines Querschnitts durch so eine Formation, Usually dass man sehen kann, wie so eine Rollfront-Ablagerung aussieht. the upper and lower part of the formation is made, that's the light green area, is made of semi-permeable rock where a little bit of moisture can filter in. Is that the blue? Yeah, that looks like light up blue. there. The lightest color. Okay, ganz oben dieser hellblaue Bereich, das ist eine Felsform, Very little gets in. die semi-permeabel ist, also wo nur sehr wenig Feuchtigkeit reinkommt. It's almost like a cone or
trying to think of tube. Das ist fast so wie ein Rohr. Ja, ein Rohr, danke. Now inside this is softer permeable rock, that's the darker blue. Und innerhalb dieses, also wir sehen die hellblaue Schicht ist oben und unten und innerhalb dieser Schichten ist what? Sind Felsen, die durchlässiger sind, also permeabler Fels. And what will happen is that water will be flowing through this permeable rock that's containing uranium ions. Und was passiert ist also, dass durch diesen durchlässigen Felsen Wasser fließt und dieses Wasser enthält Uranionen. And the uranium will accumulate at the right-hand side in the bright green area. Und dieses Uranium sammelt sich dann an, dort in dem Bereich ganz vorne sammelt sich an in diesem hellgelben Bereich. And here's an actual photograph of a uranium roll front deposit. You can see a man at the bottom with his helmet and his hand with a hammer. Hier können wir also eine Fotografie sehen von einer tatsächlichen Rollfrontablagerung. Wir können mal die Größenverhältnisse sehen durch den Mann, der hier unten ist. Man sieht hier so ein bisschen den roten Helm und seinen Hammer in der Hand. Now, Dr. Clyde Webster from the Geoscience Research was curious about how these things form. Dr. Clyde Webster vom Geoscience Research Institute, also dieses adventistische Institut, hat sich jetzt die Frage gestellt, wie so eine Ablagerung tatsächlich entsteht. The Mesozoic rocks are in the middle of the geologic column, as we said. Diese Felsen aus dem Mesozoikum befinden sich im mittleren Bereich der geologischen Säule, das haben wir bereits gesagt. If the geologic column was largely formed by the Noachian flood in only 1 year, how do you explain this type of a phenomenon that took 750,000 years to form? Wenn wir jetzt die geologische Säule so verstehen, dass sie innerhalb ungefähr eines Jahres sich gebildet hat durch die Flut von Noah, wie können wir denn erklären, dass dort im mittleren Bereich diese Uranablagerungen sind, die angeblich 750.000 Jahre brauchen, um gebildet zu werden? So Dr. Webster asked one of his graduate students to conduct an experiment in the laboratory and see if they could reproduce one of these uranium roll front deposits. Dr. Webster hat dann einen seiner Studenten, der dort promovierte, gebeten, dass er doch im Labor mal irgendetwas konstruieren sollte, wo er das, was dort eigentlich vorgeht, bei dieser Entstehung, dieser Ablagerung, ob er das vielleicht im Labor simulieren könnte. He found a student willing to do the experiment. Und er hat dann jemanden gefunden, der das Experiment durchführen wollte. And they took a big glass tube. Und man hat dort eine Glaszylinder, eine Röhre genommen. And they packed it with sand. Und man hat in diese Glasröhre Sand hineingetan. And they started running water through the sand inside the tube. Und dann hat man durch diese Röhre, durch den Sand Wasser durchfließen lassen. And they had uranium ions in the water. Und dieses Wasser war angereichert mit Uranionen. And the idea was that after hopefully not too long a period of time, they would see uranium forming inside the sand inside the tube. Und man hoffte, dass man also in nicht zu langer Zeit sehen würde, dass sich dort diese Uranablagerungen innerhalb der Röhre bilden. So the student set up the experiment and started running the water through her tube. Her. So I think it was a female. Also es war eine Studentin und sie hat dann diese ganze Konstruktion dort aufgebaut und hat angefangen, durch diese Röhre Wasser zu leiten. After many weeks, nothing happened. Viele Wochen gingen vorbei und nichts passierte. And she was concerned, what if this takes 750,000 years? Und sie hat sich schon Sorgen gemacht, was, wenn das wirklich 750.000 Jahre dauert, bis hier was zu sehen ist? Well, I still get my degree. Kriege ich dann meinen Doktortitel? And after waiting for several months, actually, und nachdem sie dann mehrere Monate gewartet hatte, she became concerned she would be able to pass the course and get her degree. She was concerned what? That she would be able to pass because nothing was happening for her experiment. Hat sie sich wirklich Sorgen um ihren Doktortitel gemacht, weil da passierte einfach überhaupt nichts vor ihren Augen. And Dr. Webster assured her, yes, you'll do okay. Even a failed experiment tells us something. Ja. Und der Doktorvater sagte, mach dir keine Sorgen, also selbst wenn man da nichts sehen kann, sagt uns dieses Experiment trotzdem etwas. After a few months, Dr. Webster suggested to the student that she change the conditions of her experiment. Und nach einigen Monaten hat ihr Doktorvater dann vorgeschlagen, dass sie die Bedingungen in diesem Experiment verändert. There was some evidence that there was vegetation in the actual Mesozoic rocks, fossil plant material, for example. Es gab nämlich einige Hinweise darauf, dass in diesen
Felsen des Mesozoikums auch Pflanzen anwesend waren. Also die Felsformationen wiesen auf Pflanzen hin. And so maybe they didn't have quite the correct chemical recipe to make uranium. Und vielleicht war dort in diesem Experiment nicht so das ganz richtige chemische Rezept vorhanden, um diese Uranablagerung zu kreieren. So they ground up some plant material. Sie haben also Pflanzen genommen und die klein gemahlen They mixed it in with the sand. und haben sie vermischt mit dem Sand, They packed it, put it back in the glass haben tube, also diesen Sand wieder in die Glasröhre getan and started running the water through it again with the uranium ions. und angefangen wieder dieses Wasser, was mit Uranionen angereichert war, durchlaufen zu lassen. And in about 6 months, Und nach ungefähr 6 Monaten she started to see a red layer forming at the end of her tube. sah sie, wie dort am Ende der Röhre sich eine rote Ablagerung bildete. They did a test and it turned out to be uranium. Sie haben das untersucht und es war Uran. So they discovered that under the right circumstances, Sie haben also entdeckt, dass wenn die Bedingungen stimmen, which included in this case plant material, rotting plant material with water and sand, was also in diesem Fall bedeutete, dass man verwesendes pflanzliches Material zusammen mit Wasser und Sand brauchte, they could produce this deposit in the laboratory anywhere between 2 years and 6 months. sie diese Uranablagerung im Labor, im Experiment innerhalb von 6 bis 2 Jahren in diesem Zeitraum kreieren konnten. Not 750,000 years. Und sie brauchten nicht 750.000 Jahre. 6 Monate, ja, habe ich was Ja. anderes gesagt? Ja, also innerhalb von 6 Monaten und 24 Monaten. The key ingredient was the presence of the Also vegetation. das Entscheidende war, dass dort Anwesenheit von pflanzlichem Material war. And this would fit again with a flood model. There would be a lot of broken and dead plants floating around in the ocean or the Und sea. das passt natürlich wieder wunderbar in ein Modell, was von einer Sintflut ausgeht, denn dort gab es ja eine ganze Menge an pflanzlichem Material, was dort im Wasser herumschwamm. Und We'll look at a couple more examples and we'll take some time maybe for some questions before we break for wir lunch. werden uns noch 2 Beispiele hier anschauen und dann werden wir auch noch ein paar Fragen beantworten vor unserer Pause. Another area of research that our scientists have conducted Ein anderer Bereich von Forschung, den unsere Wissenschaftler sich angeschaut haben, is the rate that the continents are eroding. ist die Erosionsrate, mit der die Kontinente abgebaut werden. Every day, part of Europe, part of the United States, part of Africa is washing away into the oceans. Jeden Tag gibt es ein kleiner Teil von Afrika, von Amerika, von Europa, wird weggewaschen in den Ozean. How many of you are buying property on the mountains to avoid being washed into the sea? Wie viele von euch kaufen in den Bergen ein Grundstück, um zu vermeiden, dass sie ins Meer hineingewaschen werden? Most of us are not too worried about that. We keep our houses where they are. Die meisten von uns machen sich nicht solche Gedanken. Wir lassen unsere Häuser einfach da, wo sie sind. After all, evolutionists tell us this is a very slow process. Denn die Evolution sagt uns ja, das ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. But what may surprise you, and even surprises evolutionists, Aber was überraschend ist und sogar für Evolutionisten, is that the continents are washing away at a much more rapid rate than evolution has projected. dass die Kontinente mit einer sehr viel höheren Rate weggewaschen werden, als die Evolutionisten erwartet hätten. Particularly if you think that the geologic column is 550 million years old, for example. Besonders wenn man sich anschaut, dass nach ihrer Ansicht diese geologische Säule 550 Millionen Jahre alt ist. So you better start planning for a new home. Das heißt, ihr solltet vielleicht doch euch überlegen, ob ihr euer Haus an eine andere Stelle stellt. Now, what are the rates that scientists have actually recorded? Was sind jetzt die Raten, die die Wissenschaftler tatsächlich gemessen haben? Also verschiedene Wissenschaftler. Yeah. Now, this largely depends on where they're taking their measurements. Die Zahlen hier, die Ergebnisse sind abhängig davon, wo tatsächlich die Messungen vorgenommen wurden. Typically, you go to an area where there's water running off the continent into the sea. Typischerweise geht man also an einen Punkt, wo Wasser vom Kontinent ins Meer hineinfließt. And you have special instruments you can put into the water that will measure the amount of dirt or sediment that's being eroded off the continent. Und man hat dann ganz bestimmte Messgeräte, die man dort einfach ins Wasser stellt, wo die Menge an Sediment, also von festen Teilen von Schlamm, Erde, da durchgeht und in den Ozean gewaschen wird. And the experiments vary, but anywhere between, say, 20,000 million metric tons per year is washing off the continents. Die Zahlen sind hier etwas unterschiedlich, aber die Größenordnung ist, dass pro Jahr
Millionen von, und die Zahl sehen wir hier zum Beispiel, 58.000 Millionen metrische Tonnen dort ins Meer geschwemmt werden. 58.000 Millionen pro Jahr an einem Punkt. When geologists discovered this, they were stunned. Und als die Geologen das entdeckt haben, waren die wirklich platt. Professor Sparks in 1986 in his book Geomorphology 1986 hat Professor Sparks in seinem Buch Geomorphologie gesagt, some of these erosional rates are obviously staggering. That means shocking or stunning. einige dieser Raten sind offensichtlich wirklich total, schockierend. The Yellow River in China could flatten or peneplane an area with an average height of Everest in only 10 million years. Das heißt, innerhalb von 10 Millionen Jahren wäre der Gelbe Fluss in China in der Lage, einen Bereich mit einer durchschnittlichen Höhe des Mount Everest, das ist der höchste Berg der Erde, total flach zu machen, innerhalb von 10 Millionen Jahren. Now the point of this is our continents, they're not as high as Mount Everest. Und das Problem ist, das Interessante ist, dass unsere Kontinente natürlich nicht so hoch sind wie der Mount Everest, They're much lower and smaller. sondern sie sind viel flacher. That means Europe should have been gone many millions of years ago. It's still Das here. heißt, Europa müsste nach diesen Berechnungen vor vielen Millionen Jahren schon längst wegradiert worden sein, aber Europa ist immer noch da. The United States should have disappeared before we even settled it 200 years ago. Und Amerika hätte schon längst verschwunden sein müssen, viel, viel früher als der Zeitpunkt vor 200 Jahren, als wir Amerika besiedelt haben. This might seem like good news for the rest of the world, but their land would be gone too. Das scheint vielleicht eine gute Nachricht zu sein für den Rest der Welt, dass Amerika verschwinden sollte, aber der Rest der Welt hätte genauso verschwunden sein müssen. So at present erosional rates, Everest is actually older than 10 million years. The tallest mountain in the world is older than 10 million years. Also nach evolutionistischen Berechnungen ist der höchste Berg der Erde, der Mount Everest, älter als 10 Millionen Jahre. According to evolutionary theory, Ja, of course. natürlich, nach Yeah. Evolutionstheorie. So at present erosion rates, it should not be here, but it still is. Also auch hier, wenn wir diese Erosionsraten betrachten, dann müsste der Mount Everest schon lange verschwunden sein, aber er existiert immer noch. Next picture. At the present rate of erosion of the continents, all of the continents in the world should have been eroded away completely 170 to 340 times over the time that the evolutionists say we've been here. The Earth has been here. Also bei der gegenwärtigen Erosionsgeschwindigkeit der Kontinente müssten sie schon 170 bis 340 Mal vollständig erodiert worden sein über einen Zeitraum, von dem die Evolutionisten sagen, dass die Erde insgesamt besteht, nämlich 3.500 Millionen Jahre. But the continents are still here. Aber die Kontinente sind immer noch da. That would suggest that the continents are not as old as evolutionary geologists have said. Das bedeutet doch einfach, dass die Kontinente nicht so alt sind, wie die evolutionistischen Geologen sagen. I think that's basically the same thing. So Wir haben we'll im just go Prinzip das through it. Gleiche. Now some people say, well, perhaps it's offset by the rise of the mountains, and the mountains are growing all the time, and water's eroding all the time. Manche Leute sagen, dass sich das vielleicht einfach ausgleicht. Die Berge, die heben sich ja ständig an, die wachsen und auf der anderen Seite werden Dinge erodiert und das gleicht sich irgendwie aus. And that sounds like a logical theory. Everything's in equilibrium. Things are going up, things are going down. Und das klingt doch irgendwie logisch. Hier geht was hoch, hier geht was runter und das gleicht sich dann aus. But there's a fatal problem with that theory. Aber da gibt es ein ganz erhebliches Problem mit dieser Theorie. And that's the presence of the geologic column itself. Das ist nämlich die Existenz der geologischen Säule selbst. The geologic column, the fossil part again, is over 550 million years according to evolutionists. Dieser Fossilienteil der geologischen Säule ist nach Angaben der Evolutionisten 550 Millionen Jahre And alt. those layers are flat from bottom to top. Und diese Schichten sind flach, von oben bis unten, ganz flach. The entire geologic column should have eroded away over 200 times if the rocks are as old as evolutionists say they are. Wenn also die Felsen so alt wären, wie die Evolutionisten sagen, dann hätte diese geologische Säule selbst schon längst wegerodiert worden sein, wahrscheinlich 200 Mal. So something is seriously wrong with the dating mechanisms of the geologic column if the erosional rates, which they can measure right now, are accurate. Das heißt, wenn die Erosionsraten, die sie heute messen können, wirklich korrekt wären, dann ist da etwas ganz erheblich faul mit dem Alter der geologischen Säule, das postuliert wird von den
evolutionistischen Wissenschaftlern. This is why a lot of scientists who are Christians have a lot of suspicions about the accuracy of the evolutionary theory. Das ist der Grund, warum viele Wissenschaftler, natürlich gerade die christlichen Wissenschaftler, doch große Zweifel haben an den Daten, wie sie uns von den Evolutionisten gegeben werden, an ihrer Theorie. My final example will kind of conclude with this. Und mein letztes Beispiel, und damit möchten wir abschließen. A few years ago, this is actually a fairly recent discovery. Das ist eine relativ junge Entdeckung, die hier gemacht wurde. Again, in the middle of the geologic column, some interesting pyramid-shaped structures were found. Wir finden inmitten der geologischen Säule sehr interessante Formationen, die wie eine Pyramide geformt sind. Evolutionists who saw these said these look like ancient termite nests from. Und die Evolutionisten, die das gesehen haben, sagen, das sieht aus wie alte Termitennester. And they're in the middle of the rocks that creationists say would be formed by Noah's flood. Und sie sind inmitten dieser Felsformationen, von denen die Kreationisten sagen, dass sie durch die Flut von Noah gebildet worden sind. How is it possible that termites would be building nests of mud in the middle of Noah's flood? Wie wäre es möglich, das ist jetzt eine Frage, dass inmitten dieser Sintflut die Termiten solche Hügelnester bauen konnten? This discovery actually excited some of our liberal Adventists in Southern California. Und diese Entdeckung war natürlich Futter für einige unserer liberalen. And they posted it on a webpage saying this helps prove that Noah's flood can't be true. Liberalen Wissenschaftler, die wir haben in Südkalifornien, und sie haben das auf ihrer Webseite gezeigt und haben gesagt, diese Entdeckung beweist, dass die Flut von Noah nicht wahr sein kann. There's no way these termites nests could have survived through the catastrophe of Noah's flood. Es ist absolut nicht möglich, dass diese Termitennester erhalten geblieben wären und dass sie diese Katastrophe der Sintflut überlebt hätten. But then Dr. Ariel Roth from the Geoscience Research Institute asked an important question. Aber Dr. Ariel Roth vom Geoscience Research Institute hat dann eine wichtige Frage gestellt. How do you know that those funny shapes are real termites nests? Woher wisst ihr denn, dass diese seltsamen Formen dort tatsächlich Termitennester sind? Now, if you want to know if that's a termite nest or not, what scientific experiment would you conduct to Wenn discover? du jetzt wissen willst, ob das wirklich ein Termitenhügel ist, welches wissenschaftliche Experiment würdest du machen, um das zu entdecken? Anybody have a suggestion? Irgendjemand einen Vorschlag? Okay, you look at today's termite hills. Man würde sich anschauen, wie Termitenhügel heute aussehen. And that's exactly what Dr. Roth did. Und das ist genau das, was Dr. Roth gemacht hat. He went to Africa and he found some termite nests that look similar to these. Und er ist nach Afrika gereist und er hat sich einige Termitennester dort angeschaut, die ähnlich in der Form waren wie diese hier. Let's look at the next picture quick. These are some of the fossil termites nests. Hier sind einige der fossilen Termitennester, And another sogenannten. Ein weiterer. And so then we go to this picture. So Und they jetzt haben opened wir up a hier- real termites nest. Hier einen echten Termitenhügel, ein Termitennest, was dann eröffnet wurde. What would you expect to find inside a termite's nest? Was würde man in so einem Termitennest erwarten? Termites. Termiten. And that's exactly what you find. You find termites, you find eggs, you find their food. Natürlich ist das genau das, was man findet dort. Man findet Termiten, man findet Termiteneier, man findet ihre Nahrung. Next picture shows some of the structures. Hier sehen wir einige der Strukturen so eines Termitennestes. Next picture, you see termites. Hier können wir Termiten sehen. Then the next picture, when they cut open the fossil termites nest, what did they find? Und wenn man dann, und das sehen wir im nächsten Bild, so einen fossilen sogenannten Termitenhügel aufgeschnitten hat, was hat man da gefunden? They did not find a single termite, nothing. Sie haben keine einzige Termite gefunden, nichts. Not even a wing, not even a leg. Keinen einzigen Flügel, nicht einmal ein kleines Bein. It turned out these structures were all geochemical deposits. Man hat herausgefunden, dass diese Strukturen nichts anderes waren als geochemische They Ablagerungen. had nothing to do with termites or organics at all. Sie hatten absolut nichts mit irgendwelchen organischen Substanzen wie Termiten, also irgendwelchen Lebewesen zu tun. It was just the coincidence of the shape. Es war nur ein Zufall, dass die Form ähnlich aussah. So these items remind us how important it is to actually check the facts. Und diese Dinge machen uns klar, wie wichtig es ist, dass man die Dinge wirklich untersucht, dass man die Fakten überprüft. We don't have the answers for everything, Wir haben wirklich nicht die Antwort auf alle Dinge, but if we have patience, aber wenn wir geduldig sind, conduct good scientific research, wirklich eine gute wissenschaftliche Forschung betreiben, maintain our faith in God's word, unseren Glauben an Gottes Wort bewahren, God will bless our results. dann wird Gott unsere Ergebnisse segnen. I think we're out of time, so thank you and God bless. Ich denke, dass unsere Zeit abgelaufen ist. Ich wünsche euch Gottes Segen und Dankeschön.